Stell dir vor, es ist das 9. Jahrhundert. Ein langes, schlankes Drachenschiff schneidet durch die Wellen der stürmischen Nordsee. Der Himmel ist von Wolken bedeckt. Kein Sonnenstrahl erhellt den grauen Horizont und weit und breit ist kein Land in Sicht. Keine Kompassnadel, keine modernen Karten, kein GPS und doch bewegen sich die Wikinger zielstrebig nach Westen. Wie war das möglich? Wie fanden sie ihren Weg durch endlose Ozeane von den Küsten Norwegens bis nach Island, Grönland und sogar nach Nordamerika? Die Antwort liegt in einer Mischung aus Beobachtungsgabe, Naturkenntnis und geheimnisvollen Hilfsmitteln. Den Sternen, der Sonne, den Winden, den Strömungen und vielleicht einem sagenumwobenen Sonnenstein. Schon die mittelalterlichen Chronisten wie der isländische Abt Thorvaldur schrieben von den kühnen Nordmännern, die die Welt mit dem Auge des Himmelsmeisters lasen. Für viele Forscher ist die Fähigkeit der Wikinger zur Navigation einer der größten Gründe für ihren Erfolg. Ohne sie hätten sie weder ihre Raubzüge noch ihre Handelsnetze aufbauen können. Doch war es nur Intuition und Erfahrung oder hatten sie tatsächlich eine Art unsichtbaren Kompass? War der Sonnenstein Realität oder Mythos? Und wie konnten Männer ohne schriftliche Karten ganze Ozeane überqueren, wo selbst spätere Seefahrer oft scheiterten? Dieses Video nimmt dich mit auf eine Reise in die Geheimnisse der Wikinger-Navigation. Wir beleuchten, wie sie ihre Schiffe steuerten, welche Rolle Sonne und Sterne spielten und warum archäologische Funde heute eine fast vergessene Technik bestätigen könnten. Um zu verstehen, wie die Wikinger ihre Navigationskunst entwickelten, müssen wir zurück in das Skandinavien des Frühmittelalters blicken, zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert war die Welt der Nordmänner geprägt von rauem Klima, unberechenbaren Stürmen und langen, dunklen Wintern. Die meisten Küstenbewohner lebten von Fischfang, Handel und saisonaler Landwirtschaft. Doch während viele Völker jener Zeit Küstensegler blieben, wagten sich die Wikinger weit hinaus auf das offene Meer. Geografische Bedingungen Skandinavien war von tief eingeschnittenen Fjorden, felsigen Küsten und starker Gezeitenströmung geprägt. Wer hier segeln wollte, musste die Naturgesetze genau kennen. Der Atlantik war kein freundliches Meer. Nebel, Regen, kurze Sommertage und lange Winter machten die Orientierung schwierig. Politische und wirtschaftliche Faktoren. Die Expansion der Wikinger war nicht nur Abenteuerlust, sondern auch Notwendigkeit. Bevölkerungswachstum und begrenzte Ackerflächen zwangen sie, neue Siedlungsräume und Handelsrouten zu suchen. Schon im 8. Jahrhundert überfielen sie die Klöster Englands. Kurz darauf etablierten sie Handelsnetze bis nach Byzanz und Bagdad. Ihre Fahrten führten sie aber auch nach Westen, auf der Suche nach fruchtbarem Land und neuen Möglichkeiten. Technologische Voraussetzungen. Das Drachenschiff, Langschiff, war eine revolutionäre Konstruktion. Schlanker, flexibler Rumpf, geeignet für Hochsee und Flüsse. Segel aus Wolle, die Windkraft optimal nutzten, geringer Tiefgang, der auch Landungen an unbefestigten Küsten ermöglichte. Doch selbst das beste Schiff war nutzlos, wenn seine Mannschaft nicht wusste, wohin sie steuerte. Fehlen des Kompasses. Der magnetische Kompass war in Europa noch unbekannt. Erst im 12. bis 13. Jahrhundert wurde er von chinesischen und arabischen Seefahrern eingeführt. Die Wikinger mussten also andere Methoden entwickeln, die auf Beobachtung basierten. Und genau hier liegt ihre Genialität. Sie lasen den Himmel, die Natur und das Meer selbst wie ein offenes Buch. В следующей части мы перейдем к основной части. Stern Navigation und Himmelsbeobachtung. Der Sonnenstein und seine Geheimnisse. Orientierung durch Strömungen, Vögel und Küstenlinien. Die Wikinger waren Meister darin, den Nachthimmel zu lesen. Lange bevor Teleskope oder moderne Karten existierten, orientierten sie sich an den Sternbildern und der Position des Polarsterns. Der Polarstern, Stella Polaris, spielte dabei eine besondere Rolle.
Da er fast genau über dem Nordpol steht, blieb er in der nördlichen Hemisphäre an derselben Stelle des Himmels. Ein idealer Fixpunkt, um die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Wenn der Polarstern hoch am Himmel stand, wussten die Wikinger, dass sie sich weit im Norden befanden. Stand er niedriger, segelten sie weiter südlich. Zusätzlich nutzten sie Sternbilder wie Ursa Major, Großer Bär und Ursa Minor, Kleiner Bär, die den Polarstern umkreisen und ihn so leichter auffindbar machten. Besonders auf langen Fahrten nach Island, Grönland oder sogar nach Vinland, Nordamerika, war die Sternnavigation unverzichtbar. Selbst wenn Wolken den Himmel verdeckten, konnten erfahrene Seefahrer durch kurze Lücken im Nebel oder bei Nachtorientierung eine grobe Richtung einschlagen. Ein altes isländisches Sprichwort sagt: Wer die Sterne kennt, verliert nie den Weg nach Hause. Eine der faszinierendsten Fragen der Wikinger-Navigation betrifft den sogenannten Sonnenstein. Die Raudolfsdatter, eine isländische Saga, berichtet, wie König Olaf ein Stück Stein benutzte, um selbst bei bedecktem Himmel den Stand der Sonne zu bestimmen. Lange galt das als reine Legende, doch moderne Forschung legt nahe, dass an diesem Mythos eine wahre Grundlage liegt. Archäologische und naturwissenschaftliche Hinweise. Im Jahr 2013 fanden Forscher im Wrack eines englischen Schiffes nahe Alderney einen Kristall aus Kalzit. Genau die Art von Kristall, die als Sonnenstein dienen könnte. Kalzit und Islandspat besitzen die Eigenschaft der Doppelbrechung. Wenn Licht durch den Kristall fällt, teilt es sich in 2 Strahlen. Dreht man den Stein, bis die beiden Strahlen gleich hell sind, kann man die Position der Sonne erkennen, selbst bei diffusem Licht oder Nebel. Damit hätten die Wikinger ein Werkzeug besessen, das ihnen quasi einen unsichtbaren Kompass verschaffte. Jahrhunderte bevor Magnetkompasse in Europa bekannt wurden. Historische Bedeutung. Wenn dieser Stein tatsächlich genutzt wurde, erklärt das, wie die Wikinger so sicher den Nordatlantik überqueren konnten. Er ermöglichte ihnen, auch bei bedecktem Himmel eine zuverlässige Richtung einzuhalten. Zusammen mit Sternen und Erfahrung bildete er ein präzises Navigationssystem, das ihnen Überfahrten von tausenden Kilometern erlaubte. Neben Himmel und Sonne war das Meer selbst ein ständiger Begleiter und Lehrer. Wind und Wellen. Die Wikinger beobachteten die Wellenrichtungen und lernten, Windströmungen zu deuten. Bestimmte Wellenmuster zeigten an, aus welcher Richtung der Wind über lange Strecken geweht hatte, wertvolle Hinweise für die Orientierung. Vögel als Wegweiser. Die Grönland-Saga berichtet, wie Leif Erikson Vögel freiließ, um Land zu finden. Flogen sie zielstrebig davon, bedeutete das, dass Küste oder Inseln in Reichweite waren. Besonders Seeschwalben und Raben waren nützlich, da sie nur eine begrenzte Strecke aufs Meer hinausfliegen, bevor sie zurückkehren. Strömungen und Gezeiten. Erfahrene Steuermänner konnten an der Strömung der See erkennen, ob sie sich einer Küste näherten. Die starken Gezeitenströmungen des Nordatlantiks erforderten genaue Kenntnisse und halfen zugleich als Orientierung. Neben Sternen, Wellen und dem geheimnisvollen Sonnenstein besaßen die Wikinger möglicherweise noch weitere praktische Hilfsmittel zur Orientierung. Die Schattenscheibe, archäologische Funde aus Grönland, deuten auf ein Objekt hin, das als Schattenscheibe oder Sonnenkompass interpretiert wird. Es handelt sich um eine kleine, kreisförmige Holzscheibe mit Markierungen. Legt man sie flach und richtet sie zur Mittagszeit nach der Sonne aus, konnte der Schatten einer Markierung die Himmelsrichtung anzeigen. Experimente mit Rekonstruktionen zeigen, dass diese Technik eine erstaunlich genaue Navigation erlaubte. Vor allem auf Fahrten nach Island oder Grönland, wo die Sonne im Sommer kaum unterging und somit verlässlicher Bezugspunkt war. Kombination der Methoden. Die Wikinger setzten wahrscheinlich mehrere Methoden gleichzeitig ein. Bei klarem Himmel diente die Sonne als Wegweiser. Bei Nacht- oder langen Reisen der Polarstern. Bei bedecktem Himmel der Sonnenstein oder die Schattenscheibe. Strömungen, Winde und Vögel gaben zusätzliche Hinweise.
Diese Flexibilität machte ihre Navigation so zuverlässig, dass sie tausende Kilometer ohne schriftliche Karten bewältigen konnten. Sagas und Überlieferungen zur Navigation ca. 5500 bis 6000 Zeichen. Die isländischen Sagas sind eine unschätzbare Quelle für unser Wissen über die Navigation. Zwar wurden sie erst im 13. Jahrhundert niedergeschrieben, doch basieren sie auf älteren mündlichen Traditionen. Einige Beispiele. Grönland-Saga beschreibt, wie Erik der Rote nach Westen segelte, um neues Land zu finden. Hier wird deutlich, dass Erfahrung mit Windrichtungen und Vögeln entscheidend war. Saga von Leif Eriksson. Leif nutzte Vögel als Orientierung, um Vinland, Nordamerika, zu erreichen. St. Olavs Saga erwähnt den Sonnenstein als magisches Hilfsmittel. Auch wenn Mythen und Fakten oft vermischt sind, zeigen diese Texte, dass Navigation ein zentraler Bestandteil der Wikingergesellschaft war. Konkrete Fahrten: Island, Grönland und Vinland, circa 6500 bis 7000 Zeichen. Die Navigationskunst der Wikinger wird besonders deutlich, wenn man ihre größten Fahrten betrachtet. Nach Island. Im 9. Jahrhundert begannen die Nordmänner, Island zu besiedeln. Die Überfahrt von Norwegen nach Island dauerte mehrere Tage über das offene Meer. Ohne präzise Navigation wäre ein solches Unternehmen fast unmöglich gewesen. Sie nutzten den Kurs der Sonne, den Polarstern und die Strömungen des Nordatlantiks. Viele Schiffe erreichten ihr Ziel mit erstaunlicher Genauigkeit. Nach Grönland Erik der Rote führte Ende des 10. Jahrhunderts Siedler nach Grönland. Die Entfernung von Island nach Grönland beträgt rund 1200 Kilometer über offenes Meer. Hier war der Sonnenstein besonders hilfreich, da Nebel häufig die Sonne verdeckte. Die isländischen Quellen berichten von systematischen Routen und Sammelpunkten auf See. Nach Vinland, Nordamerika. Leif Eriksson entdeckte um das Jahr 1000 herum Vinland, das heutige Neufundland in Kanada. Diese Fahrt war die größte Leistung der Wikinger-Navigation. Sie überquerten den Nordatlantik in mehreren Etappen: Island, Grönland, dann weiter nach Westen. Archäologische Funde in L'Anse-aux-Meadows bestätigen die Präsenz der Wikinger in Nordamerika. Diese Reisen wären ohne ausgefeilte Navigationstechniken schlicht nicht möglich gewesen. Die Frage, wie die Wikinger ohne Kompass navigierten, beschäftigt auch heute noch Archäologen, Historiker und Naturwissenschaftler. Fund der Schattenscheibe in Grönland, 1948. Dieses unscheinbare Stück Holz mit eingeritzten Linien wird von vielen Forschern als Navigationsinstrument interpretiert. Moderne Simulationen zeigen, dass man mit ihr den Mittagsstand der Sonne bestimmen konnte, selbst bei geringer Sicht. Kalzitkristall aus Alderney, 2013. Dieser Fund in einem Wrack des 16. Jahrhunderts bestätigt, dass Sonnensteine tatsächlich zur nautischen Praxis gehören konnten. Mit einem solchen Kristall lassen sich Sonnenposition und Richtung auch bei Nebel feststellen. Untersuchungen zu Seefahrtsrouten. Historiker haben errechnet, dass die Wikinger bei klarer Navigation etwa 90% ihrer Ziele zuverlässig erreichten. Eine erstaunlich hohe Quote. Diese Erkenntnisse stützen die Vermutung, dass die Wikinger über ein System verfügten, das weit effektiver war, als man lange Zeit glaubte. Seit den 1970er Jahren haben Forscher begonnen, mit rekonstruierten Langschiffen die Routen der Wikinger nachzusegeln. Beispiele: das Schiff Saga Oseberg, eine originalgetreue Rekonstruktion eines norwegischen Schiffs, mit dem Forscher 1984 die Fahrt nach Island wagten. Ergebnis: mit Sonnenstand, Sternen und Wellen gelang die Überfahrt ohne moderne Hilfsmittel. Experiment mit Sonnensteinen, Universität Aarhus, 2011. Wissenschaftler simulierten eine Nordatlantikfahrt mit Kalziten und fanden heraus, dass die Abweichung meist weniger als 4 Grad betrug. Präzise genug, um Grönland sicher zu erreichen. Segeltests in Island, 2000er Jahre.
Hier zeigte sich, dass Wikinger auch den Rhythmus der Seevögel nutzten, um Küsten zu lokalisieren. Diese Experimente bestätigen: Das System war funktional und praxistauglich. Die Navigationskunst der Wikinger hat nicht nur Forscher, sondern auch die Popkultur erobert. Serien wie Vikings oder Computerspiele wie Assassin's Creed Valhalla zeigen Wikinger auf hoher See, auch wenn die Darstellung oft mehr Mythos als Realität ist. Für viele Segler heute sind die Methoden der Nordmänner eine Inspiration. Workshops in Norwegen, Island und Dänemark lehren, wie man Sterne liest, Strömungen erkennt oder Sonnensteine nutzt. Damit wird sichtbar: Die Wikinger-Navigation ist kein vergessenes Kapitel, sondern lebt als Teil des maritimen Erbes weiter. In den letzten Jahrzehnten haben moderne Technologien wie Satellitenbilder, Computermodelle und Simulationen ganz neue Perspektiven auf die Navigation der Wikinger eröffnet. Simulationen von Atlantikfahrten. Forscher nutzen heute Programme, die Wind- und Strömungsdaten kombinieren, um zu zeigen, dass die Wikinger mit ihren Methoden tatsächlich eine Erfolgsquote von über 80% hatten. Experimentelle Archäologie, Projekte wie das Sea Stallion from Glendalough, eine Rekonstruktion des Skuldelev-Schiffs, zeigten, dass man mit Sonnenstand und Vogelbeobachtung präzise navigieren kann. Optische Physik. Untersuchungen von Kristallen wie Calcet oder Cordierit bestätigen, dass der Sonnenstein kein Mythos war, sondern eine funktionale Navigationshilfe. Damit wandelt sich die Wahrnehmung der Wikinger vom zufälligen Entdecker zum hochqualifizierten Navigator. Auch wenn heute GPS-Daten in jedem Smartphone verfügbar sind, bleibt die Frage: Brauchen wir noch natürliche Navigation? Experten sagen ja. In Extremsituationen, zum Beispiel wenn Technik versagt, kann das Wissen über Sonne, Sterne und Natur entscheidend sein. Outdoor-Schulen und Seglertrainings integrieren bereits Wikinger-Techniken in ihre Kurse. Militärische Spezialkräfte lernen ebenfalls, wie man sich mit Sonne, Sternen und Naturzeichen orientiert. Die Wikinger erinnern uns daran, dass wir als Menschen einst ohne digitale Hilfsmittel überlebten, mit Augen, Verstand und Erfahrung. Viele Historiker sehen in der Navigationskunst der Wikinger nicht nur ein Thema der Vergangenheit, sondern auch ein Modell für die Zukunft. Der Archäologe Christian Keller, Universität Oslo, betont: Die Wikinger zeigen uns, dass Wissen nicht immer schriftlich sein muss. Erfahrung, Tradition und Training können ebenso mächtig sein. Der Segler und Forscher Thorkild Ramskog, der den Begriff Sonnenstein populär machte, sieht im Sonnenkristall ein Symbol für den menschlichen Erfindungsgeist. Zukunftsforscher weisen darauf hin, dass in Zeiten des Klimawandels und wachsender Unsicherheiten das Wissen über natürliche Orientierung wieder an Bedeutung gewinnen könnte. Die Navigation der Wikinger steht also für ein zeitloses Prinzip: Anpassung, Beobachtung und Kreativität. Die Geschichte der Wikinger ist voller Mythen von Schlachten, Göttern und Entdeckungen. Doch hinter all dem verbirgt sich eine stille, oft unterschätzte Kunst: die Fähigkeit, ohne moderne Hilfsmittel ganze Ozeane zu überqueren. Wir haben gesehen, wie sie den Sternenhimmel lasen, den Polarstern als Wegweiser nutzten und selbst bei Nebel und Regen mit einem geheimnisvollen Sonnenstein den Kurs bestimmten. Wir haben erfahren, dass sie Wellen, Strömungen und das Verhalten von Vögeln beobachteten und daraus präzise Schlüsse zogen. Und wir haben gehört, dass moderne Experimente ihre Methoden bestätigen und dass ihre Fahrten nach Island, Grönland und Vinland ohne dieses Wissen undenkbar gewesen wären. Die Wikinger zeigten uns, dass Navigation mehr ist als Technik. Sie ist eine Verbindung von Natur, Beobachtung und menschlichem Geist. Heute, im Zeitalter von GPS und Satelliten, ist es leicht zu vergessen, wie sehr wir einst auf unsere Sinne angewiesen waren. Doch die Wikinger erinnern uns daran, dass der Mensch mit Neugier, Mut und Erfahrung die Welt entdecken kann, auch ohne digitale Unterstützung. Vielleicht ist genau das die wichtigste Lehre.
dass wir inmitten von Hightech nicht vergessen sollten, wie man die Sterne liest, die Sonne deutet und die Natur versteht. Denn Wissen, das über Jahrhunderte Leben gesichert hat, kann auch für unsere Zukunft wertvoll sein. Am Ende bleibt eine Frage, die wir jedem Zuschauer mitgeben. Wenn du heute ohne Handy und Kompass auf dem offenen Meer wärst, würdest du den Weg nach Hause finden?